Wir sind gerade im Norden von Kolumbien in Cartagena mit unserem Van unterwegs. In 2,5 Wochen werden wir den Van nach Panama verschiffen. Aber hier ist es gerade so warm, dass wir es im Van kaum aushalten. Deshalb haben wir den hier auf dem schönen Stellplatz gestellt. Hier sind auch noch ein paar andere Vans, die warten auch alle auf die Verschiffung. Aber wir haben uns jetzt überlegt, wir fliegen heute nach San Andres. Das ist eine kolumbianische Insel in der Karibik. Und da fahren wir gleich hin. Wir müssen uns sogar schon ein bisschen sputen, weil der Flug ist in 2 Stunden oder sowas. Und wir müssen noch zum Flughafen. Los geht's! Das erste Mal auf eine Karibikinsel. Wir sind schon mächtig platt und morgen werden wir uns erstmal die Stadt angucken, oder? Ja, erstmal schlafen gehen. Aber das Wichtigste überhaupt hier ist, dass wir eine Klimaanlage haben. Genau, die da. Vamos a la playa. Der Strand ist sehr beliebt anscheinend. Aber schaut euch das an, die Farben und alles. Das ist wirklich typisch. Also es ist wirklich türkisblaues Wasser, das ist so schön. Und schaut euch mal an, bei uns mietet man ja so Schirme, aber hier ist es eher so, dass man, weiß nicht, so eine Plane mietet und unten drunter kann man sich mit Stühlen hinsetzen. Auch total ja, so cool, Plastikstühle, oder? gell? Mega cool. Ich glaube, da kannst du Kokosnüsse kaufen, aber nicht das Kokosnusswasser, was wir kennen, sondern mit Alkohol. Voll geil. In der Hauptstadt auf der Insel gibt es unfassbar viele Geschäfte. Ja, ist auch. Aber wir wissen auch warum. Ja, das soll hier eine Duty-Free-Area sein, also eine Freihandelszone, wo man keine Steuern bezahlt, oder? Ja, deswegen gibt es eigentlich in jedem Geschäft Alkohol zu kaufen und Parfüms und Technik. Und ganz viel Technik, genau. Die Stadt hier ist zwar schon cool und der Strand auch, allerdings kommt bei uns noch nicht so richtig Karibik-Feeling auf, ja, oder? Schwierig, ja. Ja, und deshalb haben wir uns jetzt ein Moped gemietet und werden heute auch noch mal das Hotel wechseln und werden in den Süden der Insel gehen. Das alles muss irgendwie auf ein Moped drauf. Ja, das wird, glaube ich, die größte Herausforderung. Koffer, Tüte. Oder du ziehst den Trolley hinter dir her. Ja, meinst du, weil die ganzen Straßen sind komplett überschwemmt. Ja, wollen wir es mal so probieren? Probieren es jetzt mal so und ja, mal gucken. So voll beladen waren wir noch nie. Helme gibt's leider nicht. Das hier ist es. Ja, sieht richtig cool aus. Auf jeden Fall schon mal ein Riesentisch zum Arbeiten. Voll gut. Sieht mega gut aus. Ein großer Kühlschrank. Wow, richtig cool. Sieht alles komplett neu aus. Sieht auch schick aus. Schlafzimmer. Hey, Klima, ganz wichtig. Klima. Schöne Aussicht auf eine Baustelle. Mega, voll gut. Hoffentlich ist es ruhig hier. Bin schon wieder die ganze Abend Musik oder so. Ich hoffe, hier ist es ein bisschen besser. Wir haben den Roller jetzt für 3 Tage gemietet und haben jetzt ein bisschen Zeit damit, die Insel zu erkunden. Und der Strand in der Stadt war schon echt okay. Also sah schon sehr schön aus. Aber ich hoffe ja, dass wir noch schönere Strände finden, die so ein bisschen einsamer sind. Deswegen bin ich gespannt. Mega Luxus hier mit dem Roller. Ist echt geil. Ist so flexibel. So cool. Hoy mis deudas reciben perdón, pago por el show. Okay, das ist jetzt unser erster Spot. Wow, schön, oder? Ja, sieht schon gut aus. Vor allem ist es jetzt mal eine ganz andere Temperatur als auch in Cartagena. Es weht ein frischer Wind und in Cartagena steht die Luft und es ist einfach so heiß. Und hier ist es einfach mega angenehm. Immer noch sehr warm, aber super angenehm. Hinter mir werden schon die ersten Fotoshootings gemacht am Strand.
Oh, der ist so fein, der Sand. Aber richtig zum Baden lädt es nicht ein, da sind überall Felsen im Wasser. Ja, ein bisschen, ja. Oh, schön. Ich finde es ja super schön, wenn an einem Strand auch das Grün direkt so auf dem Sand wächst und das türkisblaue Wasser dann halt so ganz nah so sich so dran schmiegt. Das ist so cool, das erinnert mich so wirklich so an die Karibik. Ist ein wunderschöner Strand hier, aber leider taugt er nicht zum Baden und erst recht nicht zum Schnorcheln. Dafür sind die Wellen zu hoch und zu viele Steine unter der Oberfläche. Deshalb fahren wir weiter und suchen den perfekten Strand. Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebrar. Also wir sind jetzt an der südlichsten Spitze der Insel und irgendwie scheint hier ein ganz interessantes Naturphänomen zu sein. Was? Da kommt die Strömung durch und es wird dann irgendwie unten drunter beschleunigt. Bin ich auch nass geworden. Wir wollten gerade eigentlich zu einem anderen Strand fahren, sind aber dann abgebogen und zurück zum Hotel gefahren, weil es hat gerade stark angefangen zu regnen. Wir sind ja jetzt 4 Tage auf der Insel, jeden Tag hat es stark geregnet und gewittert. Ich hoffe, dass es heute nochmal besser wird und vor allem, dass es morgen besser wird, weil morgen wollen wir ein paar Inseln hier besuchen. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up, 'cause I'm slipping. Can't fight this feeling off. Wir wollten ja heute ja eigentlich ein paar Inseln abklappern, haben eigentlich auch eine Tour gebucht, wurde heute aber abgesagt, weil es regnet in Strömen. Also wir haben auch gerade Gewitterwarnungen, aber nicht nur das, sondern es fegt gerade ein Zyklon über Kuba, Jamaika und ja, bei uns ist es halt zum Glück noch nicht angekommen, aber der Starkregen, die Straßen sind überall überflutet, man kommt sehr schlecht von A nach B und wir müssen wahrscheinlich warten, bis sich das legt und vielleicht können wir ja die Tour morgen machen, aber ich meine, hey, wer hätte das gedacht, ne? Regen in der Regenzeit. Ganz normal. Guten Morgen. Heute Morgen haben wir keinen Regen gehört. Und es sieht gar nicht so schlecht aus. Alina, die Sonne scheint. Geil. Was sagt der Himmel? Er könnte sich noch ändern, aber ich bin ja am Glück heute. Ja, es sieht doch gut aus. Also wir sind nicht die Einzigen, die auf die Insel wollen anscheinend. Wir wurden gerade von der Küstenwache aufgehalten und der hat unser Boot gestoppt. Ich weiß nicht, irgendwas passt gerade nicht, oder? Ich weiß nicht, oder fahren die weiter jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie haben gerade einfach nur die Lizenz gecheckt, oder? Weil da nicht jeder hin darf und okay, jetzt können wir weiter. Das hier ist echt eine traumhafte Insel, aber so überfüllt. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute hier sind. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ja alle Inseln hier für eine Woche oder sowas zu hatten wegen dem schlechten Wetter. Ja. Und das ist die einzige Insel, die heute wieder aufgemacht hat. Sprich, alle Touristen sind wahrscheinlich hergerannt. Ja, man will ja auch was sehen, man will ja was machen, wenn man hier ist. Eigentlich verständlich, aber es ist einfach zu voll. Ja. Ja, aber wir haben hier ein schönes Plätzchen gefunden, wo tatsächlich kaum einer ist. Das ist auf der anderen Seite, wo keine Bars sind. Und ich glaube, hier suchen wir uns mal einen schönen Platz, wo wir uns hinstellen können. Ja, mal gucken, wo das geht. Guck mal, da ist eine Echse.
Oh, sieht cool. Der Ort ist ja bekannt dafür, dass man einfach auf der Sandbank steht und Fische an einem vorbeischwimmen. Es soll richtig schön aussehen. Und der Team muss jetzt auch schnorcheln, um zu schauen, ob hier einfach der Ort geeignet ist für Schnorcheln. Es sind einfach so viele Leute und wenn ich ein Fisch wäre, ganz ehrlich, ich würde nicht hier sein. Deswegen ich bin gespannt, was der Timo sagt, wenn er wieder da ist. Die Insel war schon cool, vor allem das Schnorcheln. Es war jetzt nicht der allerbeste Schnorchelspot, an dem wir je waren, aber war schon okay. Also war schon gut sogar. Aber ja, es war halt einfach viel zu voll. Wirklich. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Der Besitzer von unserem Hotel hat gerade gesagt, dass es hier in der Nähe eine coole Lagune geben soll. Die soll auch gar nicht so weit weg sein vom Hotel. Ach, guck mal, da ist die Lagune. Ja. But you will have to wet like part of your. Ist jetzt nicht gerade so leicht hier um die Lagune herum, weil hier irgendwie gefühlt alles unter Wasser ist. Ja, wir machen sie trotzdem. Ha? Was? Wir machen die Wanderung trotzdem, oder? Ja. Die Lagune befindet sich mitten auf der Insel und früher wurde es nämlich auch für Trinkwasser benutzt. Mittlerweile bekommen sie das Trinkwasser anders her. Ja, aus Brunnen, glaube ich, oder? Ja, oder Osmose. Und ja, die Lagune ist halt eher so für die Tiere. Wir haben jetzt hier Eintritt bezahlt. 1 Euro, 1 Euro pro Person geht voll. Aber am Anfang wollte er gar nicht, dass wir hier diesen Wanderweg laufen, weil es ein bisschen zu matschig ist. Und hat uns einfach nur sein Zuhause gezeigt. Und als Tour, also wie er Basilikum anbaut und Minze und sowas halt. Wo ich mir gedacht habe, so Glückwunsch. Deswegen laufen wir jetzt trotzdem mal um die Lagune herum, um das alles noch mitzunehmen, damit sich der Eintritt gelohnt hat. Alina, meinst du, das hier ist überhaupt ein Weg? Ich habe keine Ahnung, was die uns hier verkauft haben. Also ich habe noch nie so einen schlechten Wanderweg. Es ist doch gar kein Wanderweg, oder? Keine Ahnung. I don't know. Oh, yay. Okay. Würdest du noch mal herkommen? Nein, ich würde lieber die Zeit nutzen, um nochmal zum Strand zu gehen, ganz ehrlich. Ja, ist halt ein schlammiger See mit ein paar Kaimanen drin. Das ist wirklich ein Highlight. Sorry. Ah, nee. Richtig gut sieht das Wasser auch nicht aus. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg ins Hotel und das ist auch schon unsere letzte Nacht, die jetzt anbricht. Ja, morgen fliegen wir zurück nach Cartagena. Oh Mann, ich freue mich gar nicht so sehr auf diese Hitze wieder. Diese stehende Hitze. Ja, das wird wieder sehr anstrengend. Aber jetzt San Andres hat sich gelohnt, ich finde schon. Hier sind die Temperaturen sehr angenehm. Wir hatten 2 sehr tolle Hotels, fand ich. Ja, es hat zwar viel geregnet, aber uns hat es halt jetzt nicht so gestört, weil wir halt unsere Laptops mit hatten, um ein bisschen zu arbeiten. Ja. Und man kann hier viel machen. Es gibt hier wunderschöne Strände. Das fand ich so richtig schön. Absolut, ja. Und San Andres ist schon eine sehr touristische Insel. Ja. Hauptsächlich bei kolumbianischen Touristen, europäische Touristen, gibt es hier gar nicht viele.
Und man muss nicht alle Highlights mitnehmen. Das muss man wirklich nicht machen. Einfach nur einen schönen Strand aussuchen, ein schönes Hotel und einfach die Zeit auf der Insel genießen. Moped mieten. Das war echt cool. Auf der Insel rumdüsen und das reicht dann auch schon. Ich denke auch. Bis zum nächsten Mal in Cartagena. Ciao! Ciao, und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht den Daumen und das Abo und ihr wisst schon Bescheid. Ciao! Ciao!